Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem ich mir einen Elfengeneral gebaut hatte, dachte ich mir ganz im Sinne von Bob Rosses Everybody Needs a Friend, der Elf braucht einen Freund, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Freundin geworden. Ich hatte nämlich noch den Kopf einer Dunkelelfenheldin von Last Sword Miniatures übrig. Die anderen verwendeten Teile kommen von Lost Kingdom Miniatures, Holo Miniatures und ich glaube Artisan Guild. Legen wir also los. Den Kopf des ursprünglichen Modells hatte ich bereits entfernt, bevor ich ein Video aus diesem Projekt machen wollte, denn die Figur ist nicht für mich. Ich verwende dieses Mal einen großen Bohrer, um eine Vertiefung für den Halsansatz zu bohren. Das hat allerdings nur leidlich gut geklappt. Hintergrund war an dieser Stelle nicht eine vertiefte Klebestelle zu schaffen, sondern dass der Hals in den Oberkörper eingesetzt werden kann, denn wenn ich das nicht mache, sieht es so aus, als ob die gute Dame hier eine Giraffe im Stammbaum gehabt hätte. Und dem ist ja nun offensichtlich nicht so. Ohne Bohren und Messingstift geht es beim Umbauen in der Regel ja fast nie. Aus dem Grund kommen wie immer 0,5 mm Bohrer und entsprechender Messingdraht zum Einsatz. Das ist gerade bei Resin wichtig, weil die Teile nur durch den Kleber zusammengehalten und nicht wie bei Plastik verschweißt werden. Nachdem der Kopf befestigt ist, geht es an den neuen Unterkörper. Der kommt wie der Oberkörper von Holo Miniatures. Allerdings ist da noch der Oberkörper des Champions der Silberhelme dran. Und der muss erstmal abgesägt werden. Anschließend wird überprüft, wie die beiden Teile zusammenpassen. Da die Reiterin nun mal auf einem Reittier sitzt, ragt die Oberschenkelpanzerung etwas über den Brustpanzer und so muss an dieser Stelle das Material knapp über der Gürtellinie abgetragen werden. Das ist ein ziemlich zeitaufwendiger Prozess, weil er im wahrsten Sinne des Wortes nur in ganz kleinen Schritten vorangeht. Also beschleunige ich das Ganze jetzt etwas. Mit der Säge schneide ich bis auf die gewünschte Höhe herunter. Und dann geht es mit Messer und Zange weiter, bis sich das Teil löst. Und diese Prozedur wiederholt sich jetzt immer wieder, bis das ganze Material abgetragen ist. Wichtig bei diesem Vorgang ist, dass man genau darauf achtet, wie tief man sägt, weil man sonst eine ganze Menge Kerben im Gürtel oder der Rüstung hat. Das sieht zwar hübsch aus, wenn es ein Veteran ist, und man kann sie auch ziemlich einfach verschwinden lassen, aber es ist ein zusätzlicher Aufwand, den man mit ein bisschen Achtsamkeit sehr einfach umgehen kann. Ist das Material dann so weit abgetragen, dass der Körper zusammenpasst, werden die zukünftigen Klebeflächen noch mit der Feile geglättet. Ist das alles gemacht, wird der Oberkörper auf die Beine geklebt. Natürlich, wie immer, verbunden durch einen Messingstift. Mit dem Stift, den ich in den Oberkörper eingesetzt habe, mache ich eine Markierung in den Unterkörper. So sieht man dann sehr gut, wo die Bohrstelle sein muss, damit beide Teile richtig zusammenpassen. Anschließend wird dann alles mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Ursprünglich sollte die Elfe auf einem Pferd reiten, aber ich habe mich dann umentschieden, einfach weil ich nun mal ein Kind der 80er und mit He-Man groß geworden bin. Also sitzt die Dame auf einem weißen Säbelzahntiger. Außerdem wurde sie komplementär zu meinem Hoch-Dunkelelfengeneral bemalt. Das heißt nichts anderes, als dass ich jeweils die Gegenfarbe verwendet habe. Im Fall von Rot ist das Grün und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.